Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Ich heiße Rena und zeige euch heute etwas von Outdoor Tide. Und zwar habe ich da selber auch geshoppt und ich habe Produkte bekommen, um sie euch vorzustellen, zusätzlich noch. Und wenn ihr auch bei Outdoor Tide shoppen wollt, könnt ihr gerne auch meinen 5% Rabattcode benutzen. Den könnt ihr eigentlich immer nochmal zusätzlich zu anderen Discount-Codes einsetzen. Den blende ich hier oben ein. Rena 5 Off ist der in 1 zusammengeschrieben. Probiert das gerne mal aus. Die haben immer irgendwelche Aktionen, immer irgendwelche immer Rabatte. Und wie gesagt, mein Code könnt ihr zusätzlich noch im Warenkorb angeben und der wird dann auch noch abgezogen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich zeige euch zuerst die Produkte, die ich euch vorstellen wollte. Ne? Und zwar haben die auch sehr schönes Washi-Tape. Und das kommt hier in so einer Verpackung. Genau, das ist hier einmal. So. Genau. So sieht das aus. Schöne Farben, so ein bisschen, ich will nicht sagen, nee, Mittelalter nicht. Orientalisch ein bisschen angehaucht. Die Farbkombination fand ich sehr schön. Ich versuche die mal hier rauszuholen. So. Hier, das sieht fast aus wie Wasser. Der hier. So ein bisschen. Gefällt mir sehr gut. Genau. Und Washi Tape. Washi Tape kann man ja nicht genug haben. Hier ist auch mit so lila-blau. Finde ich auch sehr hübsch. Wie ist denn das bei euch? Benutzt ihr Washi Tape? Generell, ich meine zum Basteln oder beim Diamond Painting. Ich benutze tatsächlich gar nicht so viel Washi Tape in letzter Zeit. Manchmal beim Abkleben der Bilder, wenn der Klebestreifen quasi über die normale Paintingfläche geht, dann ja, da muss ich auch abkleben. Aber sonst weniger. Beim Kartenbasteln mache ich das auch nochmal. So, und dann habe ich hier ein großes Bild. Ich packe das eben aus. Knister, knister, knister. So, das ist sehr zerknickt jetzt, aber das ist wie sagt man, Kunststoffleinwand, ein bisschen mit, ich würde schon fast sagen, ein bisschen mit Baumwolle drin, aber wie auch immer, sowas lege ich dann unter den Teppich, so 2 Wochen und dann ist das Gröbste auch raus, dann hat sich das wieder glatt gelegt. Wie ihr seht, habe ich ein Quadrat. Seht ihr das überhaupt? Ich habe ein quadratisches Bild mir ausgesucht. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Inzwischen bekommt man, so wie bei Outdoor Tide oder auch bei anderen Shops, tatsächlich auch so 40 x 40, 50 x 50 Bilder. Also nicht nur rechteckige, sondern auch quadratische. Schönes Toolkit. Wir haben dünne Aufsätze, ein 4er und ein 9er oder 10er sogar. Ich painte sehr gerne mit den dünnen. Bei den dicken painte ich tatsächlich auch, aber nur runde Steine, nicht eckige. Haben wir hier eine Metallpinzette, die ist sehr leicht. Und wir haben einen Glitzerstift. Ist das ein Glitzerstift? Ja, es ist ein Glitzerstift gleich mit Squishy mit dran. Finde ich super. Und ein weißes Schiffchen. Die sind ein bisschen breiter als die grünen Schiffchen. Und eine riesengroße Platte Wachs. Das reicht für 3 Bilder. So,
Dann haben wir die Steine in Zipperbeutel. Es steht drauf die Bildnummer, das heißt, ihr könnt die Bilder getrennt von den Steinen aufbewahren. Aber wir sehen hier schon, wir haben auch AB-Farben dabei. Schwarz AB. Ja, schauen wir mal, ne? Dann zeige ich euch das Motiv. Auf dem Kopf allerdings. Durch die Kamera sehe ich gerade, kann man es ganz gut erkennen. Und zwar haben wir hier ein Weihnachtsbild schon. Wir haben runde Steine, habe ich diesmal tatsächlich eins ausgesucht. Und zwar haben wir so eine Tasse mit ganz vielen Weihnachtssachen oben drauf. So Weihnachtskekse, ne? Ich weiß auch nicht, alles was mit Tassen oder Bechern kommt im Moment, gefällt mir sehr gut. Es scheint sich so ein Trend abzuzeichnen. Wie gefällt euch das Bild? Man kann ja nie früh genug anfangen mit Weihnachtsbildern, dann sind sie wenigstens zu Weihnachten auch fertig. Oder aber man paintet erst in der Vorweihnachtszeit. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Für mich muss es gar nicht zu Weihnachten fertig sein. Aber ich painte halt in der Weihnachtszeit auch gerne was Weihnachtliches. So, wir haben eine ausführliche Legende, Nummern, dann haben wir Symbole, Buchstaben und ganz wenig Zahlen. Hier haben wir eine, die 4. Wo bin ich denn? Ich bin gar nicht im Bild. Ist das hier eine 4? Sieht aus wie eine 4. Genau, und eine 7. Eine 7 haben wir auch. Das war es aber schon mit Zahlen. Sonst haben wir Symbole und Buchstaben, DMC-Nummern und die Menge. Sehr ausführliche Legende. Die haben wir zweimal. So, dann gucken wir eben uns nochmal, ich hole nochmal die AB-Farben raus, weil in der Legende werden die AB-Farben nicht ausgewiesen. Ich mache das ganz gerne, wenn ich das Bild dann vorbereite, dass ich mir hier meistens irgendwie ein Kreuz oder so daneben mache oder einen Punkt, damit ich weiß, welche Farben AB-Farben sind. Und wenn das nicht so viele sind, dann nehme ich auch einen kleinen Container, also so eine so eine Sortierbox, die dann auch mal ein bisschen kleiner sein kann, und dann lege ich einfach diese Beutel dann oben drauf. So, wir haben 4 AB-Farben dabei. Einmal hier so ein Beige, die 3033. Wir haben Acrylsteine. Wir haben hier so einen Braunton, 436, so ein helles Braun. Wir gucken gleich mal, wo das überall reinkommt. Dann haben wir hier so einen gräulichen AB, 413. Und ich dachte ja eigentlich, dass wir schwarz haben. Das sah vorhin so schwarz aus, ist aber gar nicht. Wir haben hier auch nochmal einen Grauton, Grau-Blauton mit 161. Steine sehen gut aus. Gefällt mir sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wo die liegen. Dieser Ton ist hier verteilt. Hier in dem, was der Schneemann hier quasi hält. Hier ist ein bisschen, hier sind vereinzelt welche eingebaut, hier oben in der Hausspitze, in dem Lebkuchenhaus. Hier an der Seite nochmal. Ich lege den einfach mal hier hin, also hier im Keks, ne? Hier unten in der Tasse. Hier ist mal einer, finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig, dass nur ein Stein da ist. Hier an der Seite in den Sternen ist was drin. Also in der Sterne, Schneeflocke, da ist was drin. Genau, hier auch in der nächsten Schneeflocke. Dann haben wir 413. Das ist das U. U ist hier unten ein bisschen. Ist hier auch etwas? Also ich wollte gucken, ob die ein bisschen zusammenliegen. Nein, hier sind U's verteilt. In den kleinen, das sollen, glaube ich, hier so kleine Schneeflocken sein. Hier ist immer mal vereinzelt einer drin, ein Stein. Dann haben wir die 436, ist das Y. So, das Y. Y ist hier immer mal so drin. Hier auch in dem Keks. Also in den Keksen und auch hier mal so am Rand sind welche. Als Umrandung ist dieser AB mit verteilt.
Finde ich eigentlich ganz schön. Dann sieht man ja die Outlines. Also sieht das ein bisschen aus wie so ein Outlines. Finde ich ganz schön. Das hatte ich schon. Die hier fehlt uns noch, ne? Das ist die 3033. Das ist die Note. Ja, die Note ist hier verteilt. Vereinzelt. Hier ist mal einer. Das ist normaler, ist kein AB. Na nun, du willst unbedingt gepainted werden, ne? Du Stein. Die Note. Hier haben wir auch die Note drin. Immer vereinzelt mal ein Stein. Also hier in diesem Tannenbaumkeks. Hier auch vereinzelt in dieser Sahnehaube. Hier auch vereinzelt im Schneemann. Eigentlich überall, wo hier so helle Stellen sind, da sind überall auch mal ein paar Noten. Ich bin gespannt. Ich finde das jetzt gerade bis auf diese Farbe, die hier so am Rand sich durchschlängeln, da sehe ich das Muster. Okay, finde ich super. Gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Bei denen hier, ich bin gespannt. Vielleicht soll das so als Schneeglitzer oder so sein. Kann ganz gut werden, denke ich. Ja, das war die Vorstellung von den Bildern, was ich mir aussuchen durfte. Wie findet ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann packe ich einmal zusammen und dann seid ihr gleich wieder da. So, dann geht es weiter. Was habe ich noch geshoppt? Ich habe Sticker geshoppt. Und zwar sehen wir hier schon so kleine Pokémon-Stickers. Wir haben ein grünes Toolkit. Wir haben hier die Steine. Das sind keine Strasssteine, sondern normale Steine. Die sind genummert. Steht auch die Stickernummer drauf, aber keine DMC-Nummern. Und ja, gelb, ne, rosa, blau. Hier ist alles dabei, schwarz. Und ich fand die ganz süß, die kleinen Pokémons. Zwölf Stück an der Zahl. Ab und zu painte ich dann mal einen Sticker. Ich mache auch manchmal ein Short-Video dazu. Könnt ihr gerne mal in meine Shorts reinschauen, hier auf YouTube. Da werden die auch gepainted. Zeige ich euch das dann im Zeitraffer teilweise. Und dann könnt ihr auch das Endergebnis davon sehen. So, dann habe ich noch zwei Produkte. Habe ich hier ein Teilbild. Das ist auch wie ein Fensterbild. Ich mag das ganz gerne, diese runden Sachen. Könnte man theoretisch dann auch hier so ausschneiden und sich das auf so eine kleine, ganz dünne Sperrholzplatte kleben oder auf dicker Pappe und dann auch an die Tür hängen, zum Beispiel nach draußen, also an die Wohnungstür. Das hat mir richtig gut gefallen mit den Maikäfer, Marienkäfer und Blümchen. Welcome. Das ist auch richtig geschrieben. Habe ich auch schon erlebt, da war das irgendwie falsch geschrieben. Genau, wir haben hier, so wie das auch schon aussieht, Strasssteine und Sondersteine. Oh, die gefallen mir auch. Hier sind auch nochmal so ovale, blattartige. Hier sind so, die schimmern so ein bisschen wie so ein AB auch. Haben wir das Teilbild und dann habe ich auch noch eine Sache, auf die bin ich ganz gespannt. Und zwar kam das hier in so einem Wattebeutel. Gucken wir uns erstmal die Steine an und mich lachen hier schon diese Rosen an. Oh, ich liebe diese Rosen. Ja, sie sind ein bisschen erhaben. Ich habe die neulich in einem anderen Unboxing gehabt, in Gelb. Aber rosa sieht ja auch schick aus. Wir haben wieder Strasssteine. Wir haben hier auch runde, die sind so ein bisschen sternartig. Das hier sieht auch aus wie oval, ne? So ganz mini Blatt. Oh, die sind ja aber, guck mal, hier nebenan ist der normale Strassstein und dann haben wir da die kleinen blattartigen. Die sind aber, ja, beim Painten aufgepasst, würde ich sagen. Ja, was habe ich geholt? Toolkit haben wir. Oh Gott, was ist denn hier? Ach so, ja, genau.
Das machen wir jetzt mal auf. Und zwar habe ich Anhänger geholt. Die haben so Anhänger angeboten. 1, 2, 3, 6 Stück. Jeder Anhänger, also das hier ist so eine Acrylplatte, hat eine abziehbare Folie, die gerade wirklich schwer geht. Also Klebeband sozusagen, dass man das irgendwo hinkleben kann. Das sieht allerdings auch schon so aus. Genau. Auf jeden Fall ist auf beiden Seiten eine Klebefolie, weil unten ein stabiler Haken ist da dran. Ja, muss man mal gucken. Und ich habe mir, also die gibt es in verschiedenen Varianten. Und wenn ich sage in verschiedenen Varianten, die haben eine sehr, sehr große Auswahl an bepaintbaren Anhängern. Ich habe mir diese kleinen Schildis ausgesucht, Schildkröten, und die haben so einen Schriftzug unten drauf, Summer. Also auch schön für einen Schrebergarten oder so oder für den Garten zum Aufhängen. Für die Kinder ganz süß, für die Handtücher im Badezimmer. Ich würde es aber immer versiegeln, also ist auch nur einseitig bepaintbar, weil man muss das nämlich quasi dann hier so draufkleben. Ne? Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ob ihr es ein bisschen tiefer zieht oder ein bisschen höher macht. Aber ich würde es immer so machen, dass die ganze Klebefläche hier hinten richtig Grip hat. Sonst besteht die Gefahr, dass es abfällt. Man kann es auch ein bisschen höher schieben. Und das fand ich richtig cute. Guck mal, wie schön ist das denn bitte? Wie süß. Mit Seestern. Und Bälle, ne? Hier vorne sind so Bälle. Mit Hut und Brille. Ich finde die richtig goldig. Oh, hier mit Eis. Also ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall Summer Vibes. Richtige Sommergefühle. Und hier eine mit Blumen im Haar. Ja, Strand, Sonne und Meer. Was will man mehr, ne? Also mir gefallen die richtig gut. 6 Stück an der Zahl. Die werden auch nicht lange auf sich warten lassen. Die werde ich bald auch painten. Halte euch dann in meinen Monatsrückblicken. Schaut die euch gerne an, dann habt ihr auch immer einen Fortschritt von den Projekten, die ich gerade painte. Und dann wisst ihr auch, wie das, was ich gekauft habe oder was ich von Kooperation bekommen habe, nachher gepaintet aussieht. Schaut gerne mal in meine Playlist für Unboxings. Die verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Und hier im Anschluss wird auch ein weiteres Video verlinkt, sodass ihr da auch direkt dann draufklicken könnt. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Klickt auf die Glocke, am besten zweimal, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Drückt gerne den Like-Button, Gefällt mir-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Dann freut sich der YouTube-Algorithmus und auch mein Video wird dann auch anderen Diamond Paintern, die Interesse haben, vorgeschlagen. Was gefällt euch denn von meinem Unboxing hier am besten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns in unserem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss und happy Diamond Painting!